So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller-Plattformer. In diesem Abschnitt werden wir uns eine Level-Sequenz erstellen. Das heißt, wir gehen aus dem 2D-Bereich in den 3D-Bereich hinein und dann wird praktisch diese Sequenz eingespielt und auch mit einem sogenannten Kamerashake, und dann geht es direkt rüber in die Player-Camera zum weiteren Battle. So, um das geht es jetzt in diesem Abschnitt und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Zuallererst bauen wir uns mal unsere Kampf-Fighting-Arena auf, und dazu gehe ich mal hier unten hin, wo es weitergeht, und du gehst natürlich dahin, wo es bei dir ist, und dementsprechend gehe ich mal auf Supergrid und dann auf Starter Pack und auf Source und auf New, und jetzt nehme ich einfach mal eine Supergrid Box Center. Bitte darauf achten, dass Default selektiert ist. Bei mir ist es 500. Du musst das einstellen, was bei dir das Y bietet, und dann auch ein bisschen hier mit dem Snapping arbeiten, damit das auch sauber einklingt. So, dann nehme ich die Center draus auf 500, ich lege sie weiter rüber. Das mache ich mit Absicht, weil sich die ja von innen heraus sozusagen dann skaliert. So, dann habe ich die schon mal da, und an der Stelle hätte ich gern so eine kleine Treppe oder einfach sowas da, so eine Art Erhöhung, dass man da hochlaufen kann. Das heißt, ich drehe das Ganze jetzt hier mal um 90 Grad herum, und dann dementsprechend kann ich es natürlich auch noch etwas größer ziehen. Das heißt, ich ziehe hier hinten mal raus und dann gehe ich hier noch ein bisschen hinter und da noch, dann wird es ein bisschen flacher, und dann versuche ich das Ganze hier einfach mal anzupassen. Das heißt, ich gehe mal ran. Ich werde meine Kamerageschwindigkeit einfach mal auf 1 verstellen, und dann schaue ich mir das einfach mal aus der Nähe an, und dann ziehe ich das einfach mal hoch und vielleicht noch ein Stück rüber. Ein bisschen überlappen darf es ja, wir sind ja hier noch im Prototyping, das wird ja dann wie üblich etwas später ausgeschmückt. So, das ist natürlich jetzt von der Positionierung her nicht so toll, das heißt, ich schiebe es noch ein bisschen so her, und dann sollte es auch klappen. Ich versuche es jetzt einfach mal mit einem Play from here, und dementsprechend sollten wir dann auch hier hochkommen. Gut, ein kleines Stück kann ich es noch nach oben versetzen, das habe ich gerade schon gesehen. Das heißt, der Sauberkeit halber, ist aber nicht zwingend notwendig. So, hier oben möchte ich noch so eine runde Arena haben. Das heißt, ich nehme mir so einen Full-Zylinder mal raus vom Supergrid, und den werde ich jetzt einfach vergrößern, indem ich mir hier zwischen der X- und Y-Achse einfach mal die Querverstrebung packe, und dann ziehe ich die einfach mal hier raus und mache das Ganze etwas größer. So, das darf ruhig ein bisschen mehr werden, da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Das ist alles dir überlassen, wie du das aufbaust. Ich baue es aktuell mal rund auf. So, dann schiebe ich das auch hier hin, und dementsprechend muss ich auch wieder ein bisschen nach oben, sodass das Ganze hier dann auch abgeriegelt ist. So, ich würde sagen, so noch ein Stück nach hinten, dann kann man das so einigermaßen schon stehen lassen. Gut, unten drunter hätte ich gern so eine Lava. Wir haben ja sehr viele kostenlose Assets von Fab runtergeladen, das ist natürlich auch verfügbar, und das mache ich jetzt auch mit so einer Supergrid Box. Die lege ich mir jetzt einfach mal hier hin, und dann ziehe ich die einfach mal hier so auf, dass die halt einfach mal ein bisschen voluminöser wird, ein bisschen größer wie meine runde Plattform, und das Ganze legt sich dann nach unten. Jetzt gehe ich mit der Kamerageschwindigkeit noch ein bisschen hoch, sonst wird es ein bisschen langweilig, und jetzt sehe ich schon, das ist natürlich ein bisschen zu weit unten. Das soll ein bisschen einen authentischen Effekt haben. Ich lege es mal so her, sodass wir das Ganze dann hier so in der Luft schweben haben, und jetzt muss ich natürlich auch noch ein Stück nach drüben, und ganz einfach mal Serviervorschlag, so lasse ich es einfach mal stehen, und zur besseren Orientierung ein Play from here, damit ich weiß, dass meine runde Scheibe auch groß genug ist. Ich drücke die Taste M für 3D, und ich denke, das ist jetzt absolut ausreichend. So, dann hier auf die runde Scheibe machen wir mal Sand drauf, drüben im Detail unter Material Elements. Wir haben ja von unseren Fab-Assets, von den Gratis-Assets bestimmt einen Sand, den haben wir auch schon in dem Sandlevel benutzt vorher. Und da gibt es die Sandmaterial 1A, und die sieht so aus, die nehme ich so, und die untere selektiere ich an, und dann gebe ich einfach mal ein Lava, weil da sollte auch irgendwas mit dabei sein. Da gibt es mehrere, Flow 1, Flow 2, Flow 3. Ich suche mir mal eine aus, das ist die 1er, das ist die 2er, da werde ich jetzt noch kurz warten müssen, bis da die Shader mal durch sind. Da kommt jetzt aktuell gar nichts an der Stelle. Jetzt werden die Shader noch kompiliert, das warte ich jetzt kurz ab, um
die 3 im Vergleich mir mal vorstellen zu können. So, sorry, dauert ein bisschen länger gerade, das kommt manchmal auch vor und jetzt gleich werde ich sehen, dass ich den wahrscheinlich auch nicht nehme, aber im Endeffekt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das sieht doch schon mal auch ganz nett aus. Ich lasse jetzt einfach mal bei diesem hier. Gut, dann bleibe ich jetzt hier dabei. Dann habe ich hier schon mal meine Lava. Sieht ja schon mal sehr bedrohlich aus. Und jetzt mache ich hier mal ein File und ein Save All. Und jetzt benötigen wir hier wieder so Schalter, also praktisch 2D, 3D Schalter. Das heißt, ich gehe auf Content, ich gehe auf Blueprints, dann 2D, 3D Switches und dann brauche ich einen Switch 3D. So, der kommt natürlich dann an diese Stelle hier. Das heißt, wenn ich hier reinlaufe, jetzt kann ich mit der Kamerageschwindigkeit wieder auf 1 zurück. Und das heißt, wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann möchte ich natürlich diesen Switch auslösen. Und wir sehen, dass der Pfeil aktuell in diese Richtung schaut. So, den drehen wir jetzt gleich mal. Also selektieren diesen BP Switch 3D und die Arrow Direction. Man sieht schon, das wird sein 180 Grad. Und dann können wir das als Eintrittsrichtung definieren. Gut, Interaction wollen wir keine, das heißt, wir wollen nicht E drücken an der Stelle, sondern wenn er reinläuft, der Player, dann soll er automatisch in die 3D-View wechseln und dann kann man das so lassen. Und jetzt würde ich einfach die Box ein bisschen höher ziehen, das heißt, ich gehe jetzt hier unten beim Switch 3D auf Box und dann mache ich die einfach mal ein bisschen höher, sodass ich da nicht cheatmäßig jetzt da mit meinem Gravity Jump so drüber kann. So, dann wäre das schon drin und jetzt wechsle ich auch wieder zurück in meinen BP Switch 2D. Das heißt, den lege ich mir jetzt automatisch mal hier rein. Der liegt jetzt hier, ich kann noch ein bisschen vor, das ist alles Geschmackssache. Dann ziehe ich den auch ein bisschen hoch und jetzt muss ich schauen, wo ist seine Richtung. Die Richtung stimmt auch schon. Das heißt, wir müssen wieder doch die New Location Y muss ich einstellen, die ist 500 an meiner Stelle. Das ist meine aktuelle Y-Laufrichtung seit Beginn dieses Tutorials. Also diese Geschichten hier stehen alle immer so ungefähr auf 500. Da steht jetzt auf 471. Jetzt muss ich hier mal durchgehen. Der steht auf 500, der ist verschoben. Da sehe ich es noch, da kann ich gleich korrigieren. Nee, aber das liegt wahrscheinlich an der Auswahl. Ach ja, genau, die Treppe hat natürlich kein Centered. So, dann gehe ich hier wieder zurück und dann müssen wir einfach nur noch mal schauen, ob die anderen Sachen hier sauber drin sind. So, dann können wir an dieser Stelle, wenn wir in diese Laufrichtung schauen, ein Play from hier starten und dann gehen wir einfach mal rein und dann sollten wir auch dreidimensional sein und wenn wir wieder rausgehen, sind wir wieder im zweidimensionalen Bereich. So, das wäre jetzt meine kleine Sandarena. Wir könnten auch zusätzlich, ich möchte ja diese Chests sozusagen hier mit einführen, die da auch ein bisschen rumlaufen. Könnten wir auch noch ein paar so Hügel mit reinbauen zum Beispiel. Ich schaue mir jetzt mal die Chest einfach mal an, wie wir die programmiert haben. Ist ja doch schon eine Zeit lang her. Enemy, Monster 3D, Chest. Und dann machen wir die BP Chest einfach mal auf. Was haben wir denn hier alles drin? Wir haben jetzt hier drin ein Apply Damage für den Player und ansonsten können wir eine Damage Montage abspielen. Ja, gut, man könnte ein paar so Verstecke mit reinbauen, das machen wir aber dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, dann haben wir hier jetzt schon mal unsere Geschichte von unserem Prototyping fertig und jetzt kümmern wir uns gleich mal um unsere sogenannte Level-Sequenz. Und dazu holen wir uns erstmal einen Cine Camera Actor herein. Das können wir hier oben über dieses Place Actor machen oder hier über den Hamburger-Icon und dann Create Camera hier und zwar Cine Camera Actor. So, dann haben wir hier unseren Cine Camera Actor, der befindet sich zusätzlich natürlich auch in unserem Outliner und mit dem können wir jetzt praktisch dann auch sozusagen hin und her fahren. Das heißt aktuell natürlich nicht, weil wir jetzt eben einfach die Kamera in unserem Viewport sehen. Natürlich können wir hier rechte Maustaste, es gibt hier Pilot Cine Camera Actor 0 und jetzt fahren wir sozusagen mit unserer Cam. Gut, an dieser Stelle können wir natürlich das Pilot auch wieder stoppen, Stop Piloting und dann ist unsere Kamera an der Stelle, wo wir sie gerade hingefahren haben. So, das spielt alles keine Rolle, wir haben jetzt einfach eine Kamera mit drin. Ich gehe zwischenzeitlich einfach mal auf Save und jetzt benötigen wir eine Level Sequence. So, und das machen wir hier oben bei dieser Filmklappe und da gehen wir hierher und sagen Add Level Sequence.
So, dann sollten wir uns dafür einen Ordner aussuchen. Das heißt, ich denke, wir legen uns einen neuen an, rechte Maustaste, New Folder und den nennen wir einfach mal Sequences. So, dann gehen wir hier per Doppelklick rein und diese Level-Sequenz, die nenne ich jetzt einfach mal Chest Sequence. So, das wird meine Chest Sequence und die öffnet sich gleich mal sofort beim Abspeichern. So, gut, an dieser Stelle werden wir jetzt zuerst einmal diese Cine-Kamera mit hinzufügen. Das heißt, wir haben sie hier anselect. Das ist unser Cine-Sequencer. Man sieht es hier oben, ich mache es ein bisschen breiter, dass man es vielleicht besser sieht. Und hier haben wir unsere Kamera. So, wir werden die Kamera selektieren, entweder im Viewport oder hier drüben im Outliner. Und dann machen wir hier Add. Und dann können wir Actor to Sequencer und dann Add Cine Camera Actor. So, und jetzt sieht man gleich, er lichtet jetzt mal dieses Standbild ab auf die Länge von 5 Sekunden. Das ist defaultmäßig so eingestellt, das ist die Länge von unserer Sequenz beim Neuerstellen. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir denn eigentlich so vorhaben. Man sieht hier unten auch Cinema Camera Actor, man kann ihn hier auch deaktivieren und aktivieren. Das ist natürlich auch sehr schön an der Stelle. Dann kann man eine Preview von seiner Sequenz sich anschauen. Das heißt, ich gehe jetzt aktuell einfach mal auf Select, sodass ich meine Kamera aktiv habe und dementsprechend überlege ich mir, was ich denn gerne hätte. Ich komme jetzt hier rein, dann stehe ich so da und dann hätte ich gerne so eine Art Kamera-View, vielleicht ein bisschen von weiter oben, dass es vielleicht oder direkt von den Augen vom Player ausgeht. Jetzt habe ich meine Kamera komplett verhunzt. Jetzt muss ich nochmal zurück, Steuerung Z. Jetzt habe ich sie einfach verdreht. So, also ich gehe mal ganz brav hier so rein. Das heißt, hier ist mein Player, dann geht es ein bisschen von oben her. Ich würde sagen, so ist es vielleicht ganz in Ordnung. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich beginnen. Das bedeutet, ich gehe hier drüben bei Camera Actor, gehe ich hier runter auf Transform und dann mache ich hier einfach mal einen Key. Das ist praktisch diese Raute da in der Mitte. So, jetzt sehen wir, unten haben wir einen Transform Key gesetzt bei 0 und jetzt hätte ich gerne, dass das Ganze innerhalb von, was weiß ich, nehmen wir mal eine Sekunde, da soll es ein bisschen weiter vorne sein. So, ich habe mir gedacht, dass die Kisten so erscheinen und ein bisschen zappeln und dann erscheinen die der Reihe nach mit einer kleinen Explosion und Rauch und dann geht es dann wieder zurück auf die Kamera von unserem Player und der eigentliche Fight beginnt. So, damit wir jetzt wissen, wo wir unsere Kamera hinfahren, sollten wir natürlich, ich schalte hier mal wieder aus, wissen, wo wir unsere Kisten erscheinen lassen wollen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal hier hinten an und ich gehe jetzt einfach auf meinen Content-Browser, ich gehe wieder rüber auf meine Chest. Und in diesem Fall möchte ich jetzt nicht immer das Original BP Chest verwenden, sondern wir machen uns ganz simpel ein Child Blueprint raus. So, rechte Maustaste Child Blueprint und dann haben wir hier eine Chest Child. So, damit die später auch laufen und ich das jetzt auch nicht vergesse, werde ich auch gleich mal ein Nav-Mesh mit hinzubauen. Das heißt hier oben einfach mal Nav-Mesh, also Nav-Mesh Bounce Volume und das kommt dann sozusagen gleich mal hierher. Und jetzt gehe ich nochmal, ja, die Kamerageschwindigkeit brauche ich an der Stelle dann doch noch nicht. Und dann gehe ich so her, jetzt gehe ich mit der Ende-Taste einfach mal nach unten und jetzt ziehe ich es hier einfach mal so auf, sodass ich praktisch meine ganze Fläche hier auch benutze und wenn ich jetzt die Taste P drücke auf dem Keyboard, dann sollte man es auch sehen. Das heißt aber auch nur, wenn ich unterhalb das Ganze auch bin. Ich bin viel zu hoch. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal rein und dann schaue ich mir das mal von der Seite an. Funktioniert auch nicht. Taste P auf dem Keyboard. Genau, jetzt ist es aktiviert. Ich kann auch noch ein Stück hoch und dementsprechend Taste P wieder zum Deselektieren. Ich lasse es einfach mal visuell an, damit ich das Ganze auch weiß, dass ich es habe. So, hier ist meine Kamera, das heißt, ich möchte jetzt hier an der Stelle einfach mal so eine Chest erscheinen lassen. Das heißt, ich lege mir jetzt hier einfach mal auch eine rein und jetzt an der Stelle sehe ich sie nicht. Jetzt muss ich mal schauen, wo er mir die hingelegt hat. Ach klar, ich muss natürlich mein Default ausschalten. Das war natürlich etwas ungünstig. Das heißt, ich werde sie einfach nochmal entfernen und dann gehe ich nochmal an diesen Punkt und dann hole ich mir die Chest rein und die lasse ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen so in die Kamera schauen und dann gehe ich ein bisschen hoch und ein bisschen runter. So, das wäre meine erste Chest. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine zweite. Die baue ich dann hier hin, Chest Child an diese Stelle und zwar lasse ich die gleich mal so stehen und dann gibt es hier drüben noch eine dritte Chest, das ist diese hier
Und zu guter Letzt machen wir noch eine vierte und eine größere und die werden wir dann ungefähr mal hier so starten. Das heißt, ich gehe hier mal raus und dann mache ich das Ganze einfach mal ein bisschen größer. So, und dann können wir das Ganze mit der Ende-Taste auch nach unten tun normalerweise. Das funktioniert aber aktuell bei mir gerade nicht. Die Ende-Taste liegt aber sehr weit oben, aber alles halb so wild. Die wird nämlich dann sowieso von der Schwerkraft nach unten gezogen. Wichtig ist, dass sie nicht drin steckt, dann würde er automatisch das Ganze nach oben schieben. Gut, dann lasse ich die mal so drin, da habe ich 3 kleine und eine große und damit ich es nicht vergesse, für die großen werden wir vielleicht einen Gravity Jump brauchen, also Blueprints und dann einfach Pickups und dann werde ich einfach mal ein paar Hells mit dazulegen. Okay, gibt ein paar Herzen an der Stelle. So, machen wir mal 3, sind wir mal großzügig, damit wir später nicht so viele Testphasen haben. Und dann eben das Power Child, da mache ich mal auch 1, 2 und an der Stelle noch ein drittes, damit wir sicher sein können, dass das Ganze klappt. Vielleicht ist die Kiste auch nicht groß genug, dass man unbedingt einen Gravity Jump braucht, aber jetzt sind wir an der Stelle schon mal so weit aufgebaut. So, gut, was möchte ich jetzt tun? Jetzt würde ich sagen, machen wir zuerst einmal die Kamerafahrt. Das heißt, hier ist meine Kamera, ich gehe auf meinen Sequencer und werde jetzt auf 0 beginnen. Das heißt, ich bin hier, dann schalte ich hier mal wieder zu und jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine Fahrt von 1 Sekunde und die wird so ausschauen, wir gehen einfach ran. Das ist genauso, wie wir uns im Viewport bewegen. Das heißt, wir gehen bis hierher und dann setzen wir wieder einen Transform Key. Du kannst es natürlich auch von weiter oben abfilmen. Und dann an der Stelle gehe ich natürlich wieder zurück. Jetzt bin ich langsam hingegangen, jetzt gehe ich wieder langsam zurück. Vielleicht ist es auch zu langsam, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Jetzt gehe ich ein bisschen raus, mache mal nur eine halbe Sekunde draus. Man sieht schon, der springt dann auch wieder daher. Das heißt, ich muss jetzt hier vor, dann gehe ich ein Stück hier hinter und vielleicht so her. Und da setze ich jetzt einfach wieder einen Transform Key, dann fahre ich an die nächste Kiste ran und die bekommt dann auch einen Transform Key, aber natürlich habe ich es falsch gemacht, ich muss erst auf die 2 und jetzt kann ich hier wieder ran, dann den Transform Key und dann gehe ich auf 2,5, das heißt praktisch, ich gehe wieder raus. Die andere Kiste wird nachher noch unsichtbar sein, das heißt, ich gehe dann zu dieser hier ran und setze hier ebenfalls wieder einen Transform Key und dann gehe ich raus, dann gehe ich bis hierhin. Und das habe ich natürlich wieder versäumt, das heißt erst wieder nach vorne, ist aber nicht schlimm, kann man immer noch wiederholen. Dann gehen wir hier hin und dann lassen wir hier die große erscheinen und deswegen hier ebenfalls wieder einen Transform Key. Und jetzt bis zum Ende hierhin fahren wir dann einfach langsam zurück. Einfach mal so, dass wir uns überlegen, wo ist unser Player. Vielleicht schauen wir es uns von oben an und dann blenden wir sauber in unseren Player über, zum Beispiel in 1 Sekunde. So, dann würde ich sagen, vielleicht so und dann mache ich nochmal einen Transform Key. Gut, mit dieser Taste kommen wir zum Anfang. Wenn das hier selektiert ist, können wir hier einfach mal playen. Dann sieht das so aus. So, so, so. Gut, so fahren wir langsam zurück. Das ist fast ein bisschen zu hudelig, habe ich so das Gefühl. Das können wir jetzt noch ein bisschen nachjustieren, indem wir einfach mal sagen, ich werde jetzt hier das Ganze mal ein bisschen, man kann es einfach linke Maustaste und dann einfach ein bisschen zusammenschieben. Und dann sage ich mal, okay, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen noch weiter. Ich gehe jetzt hier mal einfach auf 7 Sekunden. So, dann habe ich hier 7 Sekunden, dann müssen wir das hier, die Standardaufnahme auch bis hinterziehen. Okay, und jetzt können wir an der Stelle zum Beispiel sagen, das ist unser Endpunkt, den lege ich jetzt dahinter und die anderen teile ich jetzt noch ein bisschen mehr auf. Das heißt, den schiebe ich daher, den schiebe ich mal daher, den schieben wir daher. Also man kann das alles nachträglich noch wunderschön justieren. Das heißt, ich werde den auch noch ein bisschen weiter rüber, den weiter rüber und den weiter rüber. So, an der Stelle gehe ich wieder zurück, also ganz zurück und schaue mir das einfach nochmal an. Ich fahre jetzt hier hin, dann fahren wir hier hin, dann fahren wir hier hin und dann geht es über den großen zurück. So, da habe ich das soweit schon mal da. Ich habe irgendwie das Gefühl, fürs Erste ist es ein bisschen noch zu schnell. Das heißt, wir könnten hier auch noch ein bisschen mehr geben, das heißt, so viel Zeit habe ich. Man kann auch alle selektieren, das funktioniert, glaube ich, auch im Multiselect. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den und den nehme, dann kann ich die auch ganz bequem noch ein bisschen rüberschieben. Und jetzt gehe ich sogar noch, würde ich sagen, einfach, da musst du einfach mal spielen damit. Ich gehe jetzt einfach mal auf 8 Sekunden, weil ich da einfach ein bisschen Zeit haben möchte. So, dann da schiebe ich das noch bis hinter, zwischenzeitlich mal auf Save und nochmal auf Play. Und dann sehe ich schon,
Jetzt habe ich zwar von der Mitte gestartet, also nochmal so, die erste Kiste, die zweite Kiste, die dritte Kiste und dementsprechend sieht das dann so aus. Gut, meine Power-Ups habe ich nicht mit drin, weil die ja jetzt nicht in meinem Sequencer mit integriert sind. Das muss ich jetzt aber auch nicht. Ich denke, wir können sie mit reintun, aber das überlegen wir uns noch oder sie erscheinen dann nach Beenden der Sequenz. So, jetzt habe ich hier aktuell am Schluss noch ein bisschen Standbild, das will ich natürlich nicht, also das ist auch Geschmackssache, aber ich mache hier einen fließenden Übergang, das heißt, ich zoome hier langsam raus und dann, was heißt zoomen, ich fahre die Kamera nach hinten und dann möchte ich zu meinem Player, also auf die Player-Kamera wieder zurückschalten. So, gut, an dieser Stelle werden wir jetzt einfach mal unsere Chests mit integrieren in unseren Sequencer. Das ist der Vorteil, wenn man hier drüben immer schön sauber aufräumt, dann hat man das Ganze in der Hauptroute zuerst und dann wird es wieder aufgeräumt. Das heißt einfach, ich werde jetzt auch meine Hells noch lassen, weil ich wollte die eventuell ja noch integrieren. Die Switches können in die Switches, aber die lasse ich da wegen der Nachjustierung. Aber zumindest könnte ich mal meine Super-Grid-Boxen da und die ganze Geschichte schon mal in mein Prototyping legen. Move to und dann einfach Prototyping, man kann es fast nicht lesen, aber das ist ja schon. Und dann lege ich die da mal mit rein. So, gut, jetzt hätte ich gerne meine Chest Childs, das heißt, ich habe 4 Stück, das heißt, ich kann die alle 4 selektieren mit der Shift-Taste, linke Maustaste und jetzt gehe ich hier einfach auf Add und dann Actor to Sequences und dann Add Current Selection for Actors, sehr bequem und jetzt habe ich die alle 4 schon mal mit hier mit drin. So, was haben wir jetzt vor? Wir beginnen jetzt mal mit dem ersten, dann gehen wir hier auf Plus. Und dann hätte ich an der Stelle natürlich mal einen Transform. Ich möchte hier ein bisschen springen lassen. Das heißt, ich gehe hier auf Transform und damit ist das schon mal mit drin. So, dann möchte ich die zu Beginn ausgeblendet haben. Das heißt, ich gehe hier auf Plus und dann mache ich hier ein Actor Hidden in Game. Gut, jetzt machen wir es gleich mal fürs Erste. Das heißt, wir haben hier einen Transform. Bitte dran denken, immer wieder auf die 1, auf die 0 zurück. Das heißt also hier auf 0. Hier wollen wir ja beginnen. Das heißt, hier wollen wir einfach mal Visible Off schalten und dann dementsprechend setzen wir einen Keyframe bei Visibility. So, an der Stelle ist das Ganze off und jetzt gehen wir um 1 nach vorne, das ist praktisch dieser Punkt, also einen Key weiter und da setze ich jetzt die Visibility einfach mal auf On und ab dann sieht man schon, hier ist sie On, das ist das grüne, rot ist off und das ist sehr schön visuell dargestellt, da kann man immer sehr gut erkennen, wie der aktuelle Stand denn ist. So, der Transform ist der Punkt, wo wir ihn natürlich manuell hingesetzt haben. Ich lasse den auch an der Stelle. Das bedeutet, ich werde hier einfach mal einen Keyframe setzen. So, dann habe ich hier einen Transform Keyframe und jetzt gehe ich einfach ein bisschen weiter, so ein kleines Stückchen, dass wir ein bisschen mehr so Ruckeln drin haben. Ich gehe jetzt auch mal direkt hin zu dieser Kiste und dann ziehe ich die einfach mal ein Stück hoch und fange an ein bisschen zu drehen an der, das können wir ja schön sauber machen, dann mache ich wieder einen sogenannten Transformpunkt und dann habe ich den ersten denn dann mitgenommen, das weiß ich jetzt gar nicht, der erste ist gar nicht gesetzt, Moment, Entschuldigung, da muss ich noch einmal kurz zurück, ich werde die Kiste wieder nach unten rutschen, das heißt der Beginn natürlich auf 0 bekommt natürlich auch erst einmal zuerst einen Transformpunkt. So, nochmal meine Entschuldigung hier, wir haben einfach die Visibility da auf 2 Punkte, einmal haben wir es False und einmal On und jetzt wieder zurück auf 0 und dann gibt es hier einen Transformpunkt. So, dann gehe ich ein kleines Stück rüber und alles Geschmackssache, wie du das animieren magst und dann ziehe ich ein bisschen hoch, dann drehe ich den ein bisschen und drehe den mal so noch ein bisschen, dann mache ich wieder einen Transformpunkt und dann kann man das auch schon mal so kurz anschauen, das ist eigentlich schon ganz witzig und jetzt gehe ich nochmal zurück und dann gehen wir mit dem Transformpunkt natürlich noch ein bisschen weiter, das heißt ich gehe wieder auf meine Kiste, das heißt ich gehe auch hier hin und dann kann ich die natürlich jetzt auch noch höher ziehen. Ich ziehe sie jetzt noch höher und drehe sie mal nochmal so und so. Dann springt mir die schön hoch und dann nochmal Transform. Dann gibt es nochmal einen Punkt und dann könnte es sein, dass es schon ganz nett aussieht. Das heißt, ich gehe hier mal auf 0 und dann auf Play und dann sieht man schon, die springt jetzt einfach hoch und dann bleibt die hier oben erst einmal stehen. So, die hüpft jetzt ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Das bedeutet, wir sollten die vielleicht komplett ein bisschen später springen lassen
und deswegen werde ich jetzt einfach mal diese Geschichten komplett selektieren und schiebe die einfach mal ein bisschen rein. So, hier unten ist ja unser Kamerastartpunkt und dann geht die Kamera zu unserer Kiste hin, ja, das heißt, wir können die fast noch ein bisschen mehr rüber verschieben, das heißt, ich ziehe mir die jetzt einfach mal hier hin. So, dann geht die Kamera hin, die springt hoch und jetzt an dieser Stelle würde ich sagen, lassen wir sie dann auch wieder nach unten springen und sauber hindrehen und dazu werde ich jetzt einfach mal diese Kiste hier zurückstellen und zwar bei der Rotation gehe ich einfach mal auf dieses zurück und dann mit der Ende-Taste setze ich sie dann einfach nach unten und dann mache ich hier wieder einen Transform Key. So, damit wäre die erste Kiste schon mal angedeutet mit dem Sprung und das Ganze können wir uns natürlich wieder auch anschauen und dann gehen wir da hin und die springt jetzt einfach mal sehr schnell nach oben. Schauen wir uns das nochmal an, das ist fast ein bisschen zu schnell. Da werde ich das vielleicht noch ein bisschen auseinanderziehen. Also wie gesagt, das ist schon eine Futzelarbeit. Ich kann das auch nicht so vorbereiten fürs Tutorial. Das muss man natürlich alles visuell erstmal in den Griff kriegen. Und jetzt schaue ich mal, wie weit die Kamera da ist. Die ist aktuell dann da. Da sind wir ja direkt im Bild, genau. Und dann heißt das, können wir das Ganze noch ein bisschen ziehen. Und hier muss ich natürlich einzeln selektieren, was ich aktuell wahrscheinlich gar nicht so gut kann. Das heißt, ein bisschen rüber. Kann man das nicht ein bisschen noch verschieben hier an der Stelle und dementsprechend habe ich jetzt hier meinen Sprung und hier geht sie wieder runter. Genau, jetzt schaue ich mir das so mal an, dann springt die so hoch und wieder runter zum Beispiel. So, das heißt, wir sind bis hier und natürlich könnten wir die Kamera auch noch weiter nach vorne fahren, wenn wir wollen, aber ich habe es jetzt einfach mal so eingestellt. So, die springt uns jetzt hier so raus und jetzt geht es weiter zum nächsten, das heißt, der geht jetzt erstmal in die Mitte und wir könnten die andere sogar noch mal ein bisschen hüpfen lassen. Das heißt, ich könnte mir diese 3 Punkte hier noch mal selektieren und dann dementsprechend Steuerung C und Steuerung V und da müssten wir dann das Ganze aufgedoppelt haben. Aber er zieht mir das ziemlich komisch raus. Das heißt, ich werde das noch mal händisch machen. Das heißt, ich gehe hier hin, dann gehe ich noch mal hoch, dann mache ich hier einfach noch mal einen Transformpunkt und dann gehe ich wieder ein Stück rüber und dann lasse ich sie meinetwegen mal so hinhüpfen und dann gibt es nochmal einen Transformpunkt und dann gehen wir wieder rüber und zurück. Das heißt aber erst muss ich wieder ein Stück nach vorne gehen und dann gehe ich runter und ein bisschen rüber und dann die Ende-Taste und dann ebenfalls wieder einen Transformpunkt. So, an der Stelle schauen wir uns das mal an. Die hüpft jetzt so ein bisschen rum. Okay, mein Gott, das sieht jetzt aktuell so aus. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt einfach mit der zweiten Kiste. Die lassen wir dann hier springen. Jetzt geht es schneller, das heißt, wir gehen auf die Chest 2, wir geben ein Transform dazu, dann auf Plus, wir geben ein Actor Hidden in Game dazu. Und diese Sache ist jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, sagen wir einfach mal, nicht visible. Dann müssen wir einen sogenannten Key setzen an der Stelle und danach gehen wir einen Key weiter nach drüben und setzen eine Visibility True und dann wieder einen Keyframe. So, an der Stelle möchte ich jetzt diese Kiste auch vom Transform her bewegen. Das heißt, die soll jetzt einfach mal von hier aus, ich fange jetzt mal an, hier einfach erstmal einen Transformpunkt am Boden zu setzen. Dann gehe ich ein bisschen rüber. Und in der Zeit lasse ich sie mal nach oben springen und dementsprechend auch ein bisschen rotieren. Und dann setze ich wieder einen Transformpunkt und dann gehe ich rüber zu der hier. Das ist schon gar nicht mehr im Bild, da müssen wir aufpassen, dass die auch wieder runterkommt. Dann ist sie an der Stelle und dann sage ich einfach mal die Rotation wieder raus und dann die Ende-Taste, dass sie wieder am Boden ist und dann dementsprechend wieder einen Transformpunkt. So, dann die Kontrolle wieder, die erste springt. Die geht so hoch, die zweite kommt auch, die dreht sich lustig rein und die dritte ist dann auch gleich da. Gut, dann gehen wir weiter zur dritten, die kommt jetzt ins Bild, das heißt BP Chest Child 3 plus einmal einen Transform und plus einmal eine sogenannte Hidden in Game Geschichte für die Visibility und da schalten wir erst die Visibility aus, wir machen einen Keyframe und wir machen einen sogenannten Transform, dass sie hier auch steht dann zu Beginn in dieser Sequenz. So, dann gehe ich wieder um 1 nach vorne, mache die Visibility an und mache wieder einen Keyframe und dann gehe ich hier drüben ein Stück vor, dann lasse ich sie, jetzt habe ich es abgespielt, das ist natürlich schlecht, ich gehe von dem ein bisschen vor und dann hier rein und dann lasse ich die auch ein bisschen springen, vielleicht ein bisschen so rüber und die dreht sich jetzt mal so rein, das darf sie ja auch und dann wiederum auf
Transform. So, dann wieder ein Stück nach vorne, dann mache ich die Rotation zurück und lasse auch mit der Ende-Taste wieder auf den Boden und dann dementsprechend wieder beim Dreier-Child ein Transform-Punkt. So, Kontrolle nochmal auf Play, die erste springt, die springt ein bisschen komisch, die ändere ich noch ein bisschen ab, die springt so und die springt so, die sind ganz süß und die erste werde ich dann auch so nach im Stil von den anderen beiden machen, ich denke, das macht mehr Sinn. So, und dann werde ich die mal wieder löschen. Also ich zeige das auch mal, dass du siehst, du kannst hier drin wirklich machen, was du magst. Und zwar benötigen wir jetzt erstmal den ersten Keyframe, das ist der mit der Visibility False. Und an der Stelle möchte ich dann natürlich auch die Position haben. Das heißt, ich lösche jetzt hier mal alle Transform raus und dementsprechend gehe ich dann auch hier hin und diese Transform kommt ebenfalls noch weg. So, dann habe ich hier meine Kiste, dann fange ich hier nochmal an, hier wird sie sichtbar, können wir natürlich auch ein Stück davor schon machen und dann eben hier diesen Transformpunkt und dann lassen wir sie hier erscheinen. Dann gehe ich hier auch mal so ein Stück nach oben, damit das auch ein bisschen lustiger aussieht. Dann lasse ich sie wieder ein bisschen drehen. Also da muss man halt einfach wirklich viel spielen damit. Die kann ja auch gern ein bisschen höher hüpfen. Dann machen wir wieder einen Transformpunkt und dann gehen wir wieder rüber und dann die Rotation raus und dann eben mit der Ende-Taste nach unten und wieder einen Transformpunkt. So, also wie gesagt, das ist Arbeit, aber es soll ja dann am Schluss nett aussehen und jetzt hüpfen die einfach alle mal so schön hoch und jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere letzte große zu bearbeiten. So, die sollte ja dann an dieser Stelle sein, also hier sieht man sie ja dann bald schon, ja genau, hier kommt sie ins Bild. Das würde bedeuten, wir lassen sie dann hier so aufploppen an der Stelle, das heißt, ich gehe jetzt mal zum Beispiel hier hin, dann habe ich hier die Vierer, dann auf Plus, dann auf Transform, dann nochmal auf Plus und dann auf Actor Hidden in Game und dann an dieser Stelle ein Transform, einen Keyframe, Visibility raus, Keyframe, einen Key weiter nach rechts und Visibility rein und Keyframe. So, damit ist sie auch schon da und dann gehe ich einfach ein Stück raus und dann kann ich die auch nochmal nach oben schieben, sagen wir mal auch gerne ein bisschen weiter. So, und man kann hier auch rumfahren, weil die Kamera ist ja fest justiert und dann drehe ich das Ganze einfach mal so rein. Dann mache ich nochmal einen Transform, aber nicht beim Dreier, das war natürlich jetzt verkehrt, sondern beim Vierer und dann können wir das Ganze auch zurücksetzen, indem wir dann hier hingehen. Selektieren, die Rotation wieder raus und dann dementsprechend einfach mehr Ende-Taste nach unten. So, dann wiederum auf Transform bei der Vierer und dann wäre das Ganze fest verankert und dann gehe ich nochmal zurück und gehe auf Play und dann sieht das Ganze schon mal so aus. So, die kommen dann alle schön in Szene und dementsprechend wäre das jetzt der Moment, wo wir zurück auf unseren Player schalten werden. So, an dieser Stelle hätte ich gern etwas Rauch und Schall. So, da habe ich bei FAB kostenlos den Realistic Starter VFX Pack Volume 2 gefunden. Select a License, Personnel is free und dann Add to Library. Der Link von diesem Free Fapper Set ist auch wieder unterhalb von der Description von diesem Video. So, und dementsprechend das Ganze über den Epic Games Launcher dann einfach sozusagen hier aktualisieren, dann suchen und dann dem Projekt hinzufügen und dann alle Projekte anzeigen. Ich arbeite mit der 5.5.2 an der Stelle und dann gebe ich hier ein Site und dann brauche ich hier meine Production. So, dann dem Projekt hinzufügen und wer das nicht will, du hast ja noch von den anderen Fab oder vom Starter Content dementsprechend auch schon die eine oder andere Explosion oder Sound, je nachdem, was du noch mit drin haben möchtest. Gut, an der Stelle schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen auf Content, gehen auf sozusagen mal auf dieses VFX und das finden wir jetzt unter R Realistic Starter und hier drin befinden sich Partikelsysteme. Und hier haben wir Blood Destruction, klingt ganz vernünftig, Building, naja, Ceramic Destruction. Das müssten wir uns natürlich auch mal anschauen in unserem Level. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach mal rein, dann lege ich mir mal so eine Concrete Destruction rein. Die sieht jetzt mal so aus, die raucht, okay, dann habe ich die schon mal gesehen. Dann tue ich sie wieder raus und dann gehe ich mal weiter. Da habe ich Environment. Fireflies gibt es sogar, Fische wird es geben, sogar Schmetterlinge, also kannst du auch an den anderen Abschnitten des Levels gerne mal platzieren. Explosionen, da gibt es Big und so weiter, Smoke,
die Smoke-Explosion in grün, ist auch sehr kreislich. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Sind schon ein paar tolle Sachen dabei. Da gibt es Smoke an sich und da habe ich jetzt mal Smoke A. Den sehe ich jetzt auch nur ganz leicht. Ja, kann man natürlich auch mit reinbauen. Ja, was nehmen wir denn da an der Stelle? Ich würde einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal eine Explosion, eine große und so eine andere Geschichte, so eine Destruction. Gut, du kannst dir aussuchen, was du magst. Du hast hier einiges zur Verfügung und jetzt geht es halt darum, dass wir da an der Stelle das Ganze wieder platzieren, wo wir denn auch unsere Kisten platziert haben. So, dann gehe ich auf meinen Sequencer und ich gehe dementsprechend auch wieder auf meine Kamera. Das heißt, wenn ich sie finde, hier ist eine Kamera Ektar 0 und dann ist das Ganze wie üblich eingeschalten. So, jetzt muss ich mal suchen, wo meine Kisten sind. Die eine taucht jetzt hier auf und zwar genau an dieser Stelle und jetzt werde ich da einfach mal ein bisschen hinfahren und dann können wir dementsprechend hier dann auch was platzieren. So, gut, jetzt möchte ich vielleicht noch ein paar Keys nach hinten, das heißt Preview Key, gut, da ist es praktisch ganz weg, da geht es so los, vielleicht 2 noch zurück, aber dann weiß ich wieder nicht mehr, wo es war. Das können wir dann trotzdem noch austimen, das heißt, ich gehe jetzt erstmal von der Positionierung dahin, wo es sein soll und später schiebe ich es mir dann dahin, wo ich es haben möchte. Dann gehe ich auf meinen Content Browser, dann gehe ich auf Particle und dann gehe ich auf Destruction und da nehme ich mal meine Geschichte Building, was nehme ich da? Building B vielleicht, wie sieht das aus? Ja, gibt es ein paar so Splitter dazu, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und dann nehme ich mir noch so eine Explosion mit dazu, Explosion, und da gibt es irgendeine Big A, die werde ich auch noch hier hinbauen. Dann kommen die hier so mit so einem Feuerknall rein. Also wie gesagt, freie Wahl der Waffen. Ich möchte nur mal zeigen, wie man das Ganze im Sequencer mit integriert. So, dann bin ich hier bei meinem Sequencer, hier habe ich meine beiden Explosionen und die beiden Explosionen, Destruction und Explosion, selektiere ich mal wieder beide an, gehe auf Add und dementsprechend sage ich dann einfach mal Add Ektar to Sequencer und dann diese beiden Ektar Add Current Selection. So, dann haben wir die hier unten und dementsprechend gehen wir hier auf Plus und wir werden jetzt hier einfach mal einen Toggle Track mit hinzufügen, FX System Toggle Track, und hier sieht man schon, hier gibt es Activate, Deactivate und Trigger und das gleiche mache ich hier, aber wir haben ja beide selektiert, das heißt wir kriegen das Activate gleich bei beiden. So, dann gehe ich mal zwischenzeitlich auf Save und jetzt müssen wir schauen, wo wir das Ganze dann aktivieren wollen. Die Position ist schon mal klar, das heißt, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen raus und dann sage ich, hier ist bis hierhin, ja, die aktivieren sich sowieso automatisch und wir kommen ja von weiter weg, dann lassen wir sie einmal aktiviert und dann würde ich sagen, geben wir denen dann an dieser Stelle noch ein Activate dazu, das heißt, ich mache hier 2 so Keyframes mit rein. So, wenn ich das Ganze jetzt einfach mir mal anschaue, das heißt, ich fahre drauf zu und dann müsste das explodieren, aber im Endeffekt war das wahrscheinlich vorher schon so der Fall, das heißt, ich muss ein bisschen abwarten an der Stelle, bis die Explosion zu Ende ist. Oder wir beginnen mit einem Deactivate, das können wir auch machen, probieren wir es mal mit Deactivate und zwar an dieser Stelle. Und hier habe ich dann auch nochmal ein Deactivate an dieser Stelle und hier bekommen wir ein Activate. Ja, ich würde sagen, handeln wir es mal so ab. So, dann geht es hier rein. Solange es noch gespielt wird, kommt es auch nicht, ganz klar. Also nicht wundern, wenn es ab und zu, wenn du zu schnell hin und her fährst, dann siehst du es auch nicht. Aber in Wahrheit ist natürlich, wir kommen hier an, das Ganze ist deactivated und dann wird das so hochgeschossen. So, gut, das war jetzt an der Stelle die Geschichte und jetzt schauen wir einfach mal weiter zum nächsten. Das ist der erste, das ist der zweite, den haben wir dann an dieser Stelle und da benötigen wir natürlich wieder zum einen eine Explosion Big und dann suche ich mir natürlich auch noch eine Destruction und zwar die Building B. Die kommt dann auch wieder hier rein. Ich gehe wieder auf Speichern. Ich gehe auf meinen Sequencer. Dann sage ich einfach, die beiden hätte ich dann gerne noch selektiert. Hier hinten sieht man, dass es der Chest Sequence zugeordnet ist und das sind die 2 neuen, die sind noch nicht zugeordnet, weil hier unter Sequencer das Ganze noch leer ist und dann wieder auf Add Ektar to Sequence und dann adden wir die beiden dazu und dann gleichzeitig für beide sagen wir wieder FX System Toggle Track und an dieser Stelle gehe ich noch ein bisschen raus und sage hier,
Gut, wir haben hier sowieso ein Deactivate. Das könnten wir eigentlich ganz vorne schalten. Gehen wir doch einfach auf 0 zurück. Gehen wir auf 0 und sagen, hier haben wir wieder ein Deactivate und hier haben wir auch ein Deactivate. Und das Ganze werden wir natürlich dann auch wieder mit unserem Keyframe setzen an der Stelle. Das sind die zwei. Und jetzt gehe ich rüber, bis ich zu meiner zweiten Kiste komme. Ein bisschen eher sage ich dann dementsprechend, oh, jetzt habe ich hier ein Activate mit drin, oder? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das war die Building, die hat Deactivate und Deactivate, genau. Und dann brauche ich nochmal die Building, Big A, Big B, Building, B, B, B. Und genau, jetzt muss ich einfach nochmal schauen, nicht, dass ich da einen Fehler drin habe. Hier habe ich alle auf Deactivate, hier habe ich dann 2 auf Activate. Doch, das ist schon korrekt. Und hier möchte ich dann die anderen beiden auch noch auf Activate schalten. So, nicht durcheinander kommen, dann noch 2 Keyframes dazu. Dann habe ich diese Geschichte auch schon erledigt. So, das ist die 2, dann weiß ich auch meine zweite Kiste. Ich gehe wieder auf Speichern und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal mit der anderen. Das ist die dritte Kiste, die steht dann hier. Und dann gehe ich auf meinen Content Browser, da gibt es wieder eine Building B und dementsprechend gibt es auch wieder eine Explosion und zwar eine Big, ich nehme mal eine Big B dazu und dann wieder rüber auf den Sequencer. Die 2 suche ich mir jetzt gleich wieder raus, die selektiere ich mit der Steuerung an, dann wieder auf Add. Also man sieht schon, das ist Arbeit, aber die lohnt sich, man kann das wirklich super schön in Szene setzen. Ich werde das natürlich jetzt nicht stundenlang hinausziehen, aber ich denke, du kriegst schon mal einen Eindruck dazu. Gut, das ist mein B3, die Big B habe ich noch nicht gehabt, ich habe nur die A benutzt und jetzt können wir ja gleich mal an dieser Stelle diese einschalten. Das heißt, ich bin hier beim B3 und zwar brauchen wir zuerst mal wieder unseren Toggle und hier haben wir dann schon Activate. Dann mache ich hier einen Activate und hier unten gibt es dann ebenfalls bei dem Big B ein bisschen runterscrollen wieder einen Activate. Und jetzt kann ich natürlich auch wieder zum Anfang fahren und dann sage ich dementsprechend an der Stelle ist es ein Deactivate und an dieser Stelle ist es ebenfalls ein Deactivate mit Key und dann haben wir hier alle drin, bis auf diesen hier, der müsste eigentlich auch von Anfang an deactivated sein. So, der kriegt auch nochmal einen Key. Man kann ja immer wieder nachschauen, ob man noch Fehler hat. Das ist mein Keyframe 0, alles deaktiviert. Dann bekomme ich hier, müsste ich 2 Activates kriegen. Das sollte dann eigentlich dann zugeschalten werden. Ab hier Activate, Activate, dann kommen nochmal 2 dazu und so weiter und so fort. Da haben wir noch 2 und dann nochmal 2. So, dann sieht man das schon, dass das Ganze einigermaßen so läuft. Und jetzt noch für die große da, so viel Zeit müssen wir jetzt auch noch haben, weil wir arbeiten ja aktuell mit dem Sequencer. Das heißt, so an dieser Stelle werde ich die dann aktivieren. Das heißt, ich gehe auf Content und jetzt habe ich natürlich wieder versäumt, wo das ist. Das heißt, ich muss ein bisschen weiter rüber. Dann gehe ich auf Content Browser und dann kriegt er eine Big Explosion und die schiebe ich noch ein bisschen rein, ein bisschen vor und dann einfach auf Particle und eine Destruction. Da gibt es auch wieder eine Building B. Die lege ich mir jetzt auch mal hier rein und dann habe ich die auch drin. Dann zurück auf meinen Sequencer. Hier drüben werde ich die 2 einfach mal selektieren und dann dementsprechend Add. Und dann Actor to Sequencer, Add und dann die 2 dazu. Jetzt muss ich aufpassen, B4 und B2 sind meine und dementsprechend ein Plus, wieder ein Toggle Track B4 und da habe ich jetzt ein Activate an der Stelle und hier unten habe ich auch ein Activate und dann möchte ich das Ganze, wenn ich das auf 0 fahre, hier hinter, dann möchte ich hier an der Stelle ein Deactivate haben, das mache ich dann so. Jetzt habe ich, glaube ich, einen besseren Trick drauf, dass ich mich schneller zurechtfinde und jetzt kann man das Ganze einfach mal abspielen. Der kommt raus, explodiert. Die nächste springt raus, die nächste springt raus und die nächste springt raus. So, da könnte man die Explosion natürlich ein bisschen vergrößern, aber im Endeffekt ist das Ganze jetzt schon mal soweit erledigt. Also wir speichern mal die Sequenz, sicherheitshalber ein Level Save All und jetzt werden wir uns mal darum kümmern, dass diese Sequenz auch innerhalb unseres Games abgespielt wird. So, und dazu wechseln wir auf unseren Content Browser, aber vorher schalten wir uns einfach mal die Cam ab, das heißt Cine Camera Actor, da machen wir das aus und dann dementsprechend auf unseren Content Browser. So, Content, Blueprints, wir legen uns einen Trigger an, rechte Maustaste und wir machen Blueprint Class Actor und das nennen wir einfach mal BP_ und das wird mein
Chest Trigger. Okay, machen wir Chest Trigger, dann wissen wir, was da mit gemeint ist. So, dann habe ich noch einen Rechtschreibfehler drin. So viel Zeit muss wie immer sein und per Doppelklick können wir den dann gleich mal öffnen. So, wir haben hier eine Default Scene Root mit drin. Okay, die können wir eventuell lassen. Wir machen einfach Add und geben ein Box, eine Box Collision und diese Box Collision ist aktuell an dieser Stelle. Gut, dann haben wir die hier schon mal sichtbar und das wird praktisch nicht unsere Box, wir nennen es einfach auch mal Trigger, dann wissen wir, dass das gemeint ist. Wir könnten es vielleicht auch in die Root setzen, aber ich lasse es vorerst mal so stehen. Gut, an der Stelle werde ich jetzt meine Chest einfach mal hier so hinziehen und dementsprechend legen wir dann diese Chest, diesen Trigger auch hier mal mit rein. Das heißt, hier kommen wir ja aus unserer 2D-Ebene in die 3D-Ebene und jetzt kann ich hier drin ja bequem den Trigger einfach mal ein bisschen, was soll man sagen, ein bisschen breiter ziehen. Das heißt, ich gehe hier oben mal auf Scale und dann kann ich das Ganze, ja gut, wir kommen hier so rein, dann ziehe ich hier noch ein bisschen raus und dass wir das Ganze dann auch schön erreichen können. So, dann habe ich hier meinen Trigger, vielleicht auch noch ein bisschen nach oben, sodass dann auch nicht gleich drüber gesprungen wird und dann gehe ich hier noch ein bisschen näher ran. Diese Box ist ja dann auch hidden in Game und das ist natürlich ein bisschen Feintuning. Hier gehen wir dann hier rein und dementsprechend sollten wir dann auch drauf achten, dass das Ganze auch ausgelöst wird. Gut, ich lege es jetzt einfach mal hier hin und dementsprechend ziehe ich es auch noch ein bisschen breiter, ein bisschen höher, dass mir das Ganze auch nicht auskommt. So, dann gehe ich auf Compile. Aktuell liegt es bei mir so. Und das wird sich dann zeigen, ob das reicht oder ob ich noch ein bisschen weiter in meinen 3D-Switch rein muss und dann kann ich das Ganze hier oben einklinken. So, dann gehen wir auf den Event-Graphen. Wir können uns von den 3 Sachen hier bequem trennen und dann einfach Trigger, rechte Maustaste, Add Event und Component Begin Overlap und unser Other Actor, da heißt es dann wieder Actor Hashtag, um das Casting zu vermeiden, Actor Hashtag und dann die Taste B auf dem Keyboard, linke Maustaste, eine Branch und dann geht das Ganze hier rein. So, wir wollen diese Sequenz nur einmalig auslösen, das heißt, wir machen ein Do Once, wir gehen aus True raus und dann gibt es hier ein Do Once und dann werden wir hier diese Sequenz erstmal abspielen und das machen wir bei Completed über Create und zwar Create Level Sequence. So, das ist ähnlich wie Create Widget, Create Level Sequence und hier bekommen wir die einzige, die wir haben, unsere Chest Sequence zur Auswahl. Gut, bei Settings gibt es einiges einzustellen, das versteckt sich hier in diesem Struct und hier rechte Maustaste Split Struct Pin und jetzt sehen wir, wir haben hier ein paar schöne Sachen zum Ausprobieren. Settings, Autoplay, warum nicht, machen wir gleich mal an. Habe ich noch nicht genau rausgefunden, aber im Endeffekt denke ich mal, dass die gleich von Beginn an fruchten. So, dann habe ich hier noch ein paar Geschichten. Ich hätte gern, dass ich natürlich in der Zeit, wo man die Animation für meinen Player nicht steuern kann, also man kann auch Sequenzen aufbauen, wo man nebenbei mit dem Player noch zuschlägt und so weiter, aber das haben wir in unserem Fall hier nicht. Das heißt, wir machen hier Disable Movement Input und Disable Look at Input. So, dann haben wir das schon mal raus. Und dann wollen wir am Schluss, dass dann eben unsere Kisten am Boden sind und die werden dann automatisch ja vom AI-Controller übernommen, der dann über SnarfMesh das Roaming und das Attack veranstaltet und das können wir hier praktisch umstellen mit Settings Finish Completion State Override und da gehen wir auf Force Keep State. So, das ist unser Force Keep State und das wäre jetzt schon mal die Geschichte, dass wir uns das Ganze anschauen können. Also ein Settings Autoplay, Disable Movement, Disable Look und hier ein Force Keep State und das Ganze im Do Once mit der Overlap-Abfrage, ob der Actor Hashtag hat und natürlich nicht vergessen, unser Player Tag heißt natürlich Player, sonst funktioniert das Ganze nicht. Gut, dann einfach auf Compile und Save und dann gehen wir auf den Level und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich gehe mal hier hin, mache ein Play from here und jetzt springe ich hier einfach mal rein und jetzt geht auch hier meine ganze Sache los und dementsprechend kommen ein paar von meinen Animationen nicht und das liegt daran, weil die eben ein Activate automatisch haben beim in den Viewport reinlegen, aber das ist nicht so schlimm, wir kommen ja eigentlich von weiter weg, das heißt wir müssten jetzt hier
Hoppala, jetzt glaube ich, ist mir das ganze Unreal fast abgestürzt. Nein, wo bin ich denn? Wir machen hier ein Play from here und dann dementsprechend warte ich mal kurz ab, bis die ganzen Explosionen eventuell schon rum sind und dann würde das Ganze nämlich auch so schon mal ablaufen. Wir haben jetzt auch gesehen, dass diese Kisten laufen schon und so weiter. Da werden wir uns jetzt gleich mal drum kümmern. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier so laufen und das ist natürlich jetzt auch spannend, aber im Endeffekt ist es momentan nicht im Sinne des Erfinders, weil es absolut kompliziert ist, hier irgendwas zu erledigen. So, was jetzt unter Sequencer, Cine, Camera Actor als allererstes auffällt, wir haben hier ein geschmälertes Bild. So, und das möchte ich an der Stelle nicht. Man kann es natürlich nutzen, wenn man es gerne so haben möchte für seine Sequenzen. Ich hätte es gern, dass es ein wenig so aussieht wie die Original-Player-Kamera. Das bedeutet an der Stelle, wir selektieren unseren Cine Camera Actor an, entweder hier oder drüben im Outliner und hier unter Details gibt es unter Camera Options das Constraint Aspect Ratio. So, und wenn wir das jetzt hier mal deselektieren, dann sehen wir, dass wir hier gleich mal den vollen Bildschirm als View nutzen und das, denke ich, ist das, was ich jetzt an der Stelle auch möchte. So, und dann kann ich hier das Ganze einfach mal wieder speichern und jetzt testen wir das einfach nochmal aus und dann gehen wir jetzt mal hier hin auf Play from Here und dementsprechend warte ich jetzt auch ein bisschen, bis die Explosionen rum sind und dann habe ich hier an der Stelle eben auch meine Animationen, das Ganze geht an und jetzt habe ich auch gesehen, dass meine sogenannten Kisten gar nicht zu Beginn sichtbar waren. Das müssten wir jetzt nochmal kontrollieren. Genau, aber wir haben das Ganze im Breitbildformat. So, jetzt schaue ich mir das trotzdem nochmal an. An was kann das liegen, dass die jetzt praktisch nicht mehr sichtbar sind? Das heißt, ich gehe jetzt gleich mal hier hoch. Ne, jetzt sind die einfach aus. Das ist natürlich auch gut. Und dann gehe ich hier rein. Okay, gut, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Vorher sind sie ein bisschen rumgelaufen, aber im Endeffekt das Ganze funktioniert so. Ansonsten müssten wir natürlich zu Beginn einfach mal so eine Kiste uns hersuchen. Da ist auch schon eine und dann dementsprechend, also unabhängig vom Sequencer, hier bei der Chest, die sind ja sowieso alle erstmal auf Visible Off geschalten. Jetzt schaue ich mir die 4 einfach so nochmal an und suche hier einfach mal nach Hidden in Game und da habe ich ja an der Stelle Actor Hidden in Game. Der eine ist aktuell nicht hidden und jetzt sollten dann praktisch alle hidden sein. Das ist natürlich ein bisschen seltsam. Ich würde diese 4 jetzt einfach mal sagen Actor Hidden in Game True. Dann sind sie sowieso hidden und die werden dann auch von unserer Sequenz dann selbstständig aktiviert. Ich versuche es trotzdem mal, dass wir das hier noch so schalten, damit das alles seine Richtigkeit hat. So, dann gehe ich einfach nochmal auf einen Play from Here, ob ich das auch richtig gemacht habe. Das heißt, ich gehe dann hier auf Play from Here, dann warte ich ein wenig, dann schaue ich mal, ob die laufen, da läuft gar nichts und jetzt sollte unser Sequenz diese Sachen ins Leben rufen und dann kann man das Ganze so steuern und jetzt geht es dann praktisch wieder in diese View über und dann habe ich da irgendwo meinen Player, ja genau, hier läuft er dann von der Top-Down-View und das stellen wir jetzt ebenfalls mal schnell um. Und dazu wechseln wir auf den BP Chest Trigger, gehen ans Ende von unserem On-Component Begin Overlap und wir haben ja hier unsere Level Sequence created im Player und hier haben wir eine Return Value. Hier kommt sozusagen unsere Level Sequence Player Object Reference heraus und da gibt es was sehr Schönes. Wir ziehen einfach raus und sagen ein Bind. Wir machen ein Bind Event to On und zwar finished. So, dann ist es uns egal, wie lang sie ist. Hauptsache sie ist komplett abgespielt. Dann können wir das Ganze hier bequem verknüpfen. So, jetzt müssen wir die Event Delegate natürlich noch mit einem Event verbinden. Das heißt, wir ziehen hier raus. Dann können wir sagen Add Event, Add Custom Event und dann würde ich sagen, nennen wir das Ganze Reset Player Camera zum Beispiel. So, das wird unsere Reset Player Camera und um die Kamera wieder auf unseren Character zu setzen, dass wir die Character Third Person eigene Kamera benutzen, benötigen wir jetzt zuerst einmal unseren Player Controller Get Player Controller und aus diesem Get Player Controller ziehen wir heraus und sagen einfach mal Set View Target nennt sich das Ganze, Set View Target with Blend und dann können wir das hier schon mal sauber verknüpfen und jetzt brauchen wir natürlich nur noch ein New View Target und das wird sein unser Player selber, das heißt Get Player
Character. So, dann haben wir hier auch drauf referenziert und die Blendtime, da mache ich jetzt zum Spaß 1 rein. 0 bedeutet ein harter Cut und alles andere ist dann praktisch in Sekunden, wie lange das dauert zum Überblenden. Gut, dann kannst du damit natürlich auch spielen mit den Geschichten. Wichtig ist hier, dass hier die Delicate und der Event gebindet ist und zwar to on finished. So, wenn wir das Ganze jetzt nochmal testen und ausprobieren, das heißt, wir gehen hier hin, machen ein Play from here und dann warte ich kurz, bis das Ganze erledigt ist und dann dementsprechend werden wir dann die Sequenz abspielen im Breitbandformat und dann, wenn die finished ist, dann sollte das Ganze überblenden auf den Player und das tut es auch sauber und jetzt kann ich hier auch schön umherlaufen und dann auch versuchen, dass ich diese Kisten dann auch mal zerstöre und das funktioniert natürlich so, wie wir es auch schon in einem Abschnitt zuvor schon mal ausprobiert haben. Gut, das war jetzt die Geschichte und jetzt hätte ich gerne noch während unserer Sequenz eine kleine Kamera-Shake-Geschichte mit eingebaut. Das heißt, wir werden uns da noch einen Kamera-Shake zusätzlich anlegen. Das heißt, natürlich hier immer aufpassen, dass wir hier diese Kamera dann auch ausschalten. Sonst könnte es sein, dass manche Sachen dann eben, wenn man es auf Play drückt, eben so aussehen, als wären sie eingeblendet, weil das Ganze hier hinten aktiv ist. So, also einfach immer mal auf 0 zurück und darauf achten, dass der Cine Camera Actor off ist. Gut, dann einfach nochmal auf Speichern und dann gehen wir auf Content Browser. Ich bleibe bei Blueprints, aufräumen können wir später und dann sagen wir einfach Blueprint Klasse und da suchen wir nach Camera Shake. So, Camera Shake. So, dann geben wir das gleich mal so ein und da gibt es jetzt einige Camera Shake Source Komponent und so weiter. Wir nehmen eine Camera Shake Base, nennt sich das. So, das wird unser BP, das wird mein BP und ich nenne es einfach mal Chest Shake, damit ich weiß, wofür das gut ist, aber muss nicht unbedingt nur explizit für die Chest-Sequenz zuständig sein. So, per Doppelklick können wir das Ganze öffnen, dann sieht es so aus und jetzt gibt es einen Trick, das hier drin brauchen wir eigentlich gar nicht, wir müssten uns hier hinten durchkämpfen. Wir machen das jetzt einfach mal zu und dann werden wir es nochmal öffnen und dann haben wir es so schön in dieser Ansicht ohne den OpenFuel Blueprint Editor. Ob das jetzt ein Bug ist oder absichtlich von Unreal so geplant war, ich finde es so eigentlich super in Ordnung. Und jetzt können wir hier einfach mal aufklappen und jetzt sagen wir einfach mal, wir nehmen eine sogenannte Perlin Noise würde es geben. Es gibt eine Sequence Camera Shake Plattform und so weiter und so fort, eine Wave Oscillation und wir nehmen einfach mal eine Perlin Noise und dann können wir hier aufklappen. So, da gibt es jetzt Location, Rotation, Field of View und Timing. So, damit wir das besser beobachten und einstellen können, legen wir uns das auf einen zweiten Bildschirm, in meinem Fall nur auf einen, damit du es auch siehst. Wenn du einen zweiten hast, immer sehr praktisch. Und dann zurück auf unsere Level 1 Map in den Sequencer. Und jetzt gehen wir hier auf unseren Cine Camera Actor und dann auf das Plus. Und hier haben wir dann Camera Shake und da wird der einzige, den wir haben, unser BP Chest Shake zur Auswahl gegeben. So, dann haben wir hier unseren Camera Shake mit drin, den sehen wir jetzt hier unten und dann sehen wir auch gleich, dass dieser Camera Shake jetzt hier schon mal da ist. So, jetzt können wir natürlich unseren Cine Camera Actor wieder einschalten. Das ist praktisch die Kamera. Man sieht hier oben auch, dass eben unser Pilot Actor aktuell die Cine Camera Actor ist. Da fällt es natürlich auch auf und hier kann man das Ganze dann auch noch wahlweise irgendwie anselektieren, aber normalerweise schalten wir es hier unten komplett ab. So, wenn wir das jetzt anhaben und ich gebe jetzt hier mal unter Rotation mal eine 10 ein, so Rotation Amplitude Multiplier und dann gehe ich mal auf Save und dann spiele ich das Ganze mal ab und dann sehen wir auch schon, dass das einmalig so eine Reaktion hervorgerufen hat. So, da geht es jetzt drum ums Timing, das heißt wir gehen runter, Duration ist 1 Sekunde, wenn wir jetzt hier 0 einstellen würden, dann geht es praktisch im Repeat. So, und dann gehe ich nochmal zurück und dann spiele ich die ganze Sache nochmal ab und dann würde das Ganze jetzt permanent so mitschwanken, was ja eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte ist. So, dann haben wir das schon mal erledigt und dementsprechend können wir natürlich den Kamera-Shake dann auch bis zum Ende ziehen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich ziehe mir den natürlich jetzt auch bis zum Ende meiner, wo bin ich denn? Wo ist denn meins? Ich habe gesagt 8 Sekunden, glaube ich, war es. Genau, dann gehe ich hier hin und dann geht der Camera Shake praktisch bis zum Schluss. So,
Was gibt es hier alles? Das war der Rotation Multiplier. Man sieht schon, wenn ich hier mal 30 mache, das sind einfach mal so Testgeschichten, Compile Save und dann wieder zurück und dann gehe ich wieder auf Play. Dann wird es natürlich ziemlich wahnsinnig schon mit diesem Kamera-Shake Rotationspool und ich gehe jetzt einfach mal wieder runter, sagen wir mal vielleicht auf 6. So, dann habe ich das. Da gibt es dann noch eine andere mit der Frequenz, da kann man dann auch mal auf 3 erhöhen. Also mit diesen Werten kannst du natürlich viel Zeit verbringen und rumspielen, wie du es gerne hättest. Da sieht man auch die Frequenz, das wird jetzt immer häufiger natürlich gefahren. Das ist natürlich fast ein bisschen zu hektisch an der Stelle. Das heißt, ich gehe mit der Frequenz vielleicht einmal auf 1.5. Dann kann man diese Sachen auch noch einstellen. Spezifisch für Pitch, für Jaw und für Roll. Auch sehr interessant. Dann hier haben wir das Field of View dabei und dann gibt es noch das Timing dazu. Gut, ich belasse es jetzt aktuell einfach mal auf meinen Amplitude Modifier und Frequency Modifier und bei Timing auf 0 und dann wäre das Ganze für mich aktuell erledigt. Aber wie gesagt, du kannst da mal spielen, auch mit den unterschiedlichen Varianten hier, mit diesen Pattern. So, dann wechsle ich wieder rüber auf meine Level 1 Map und jetzt müssen wir im Sequencer natürlich sicherstellen, dass unser Cine Camera Actor hier die Kamera aus hat. Und was natürlich ganz wichtig ist, solange der Sequencer hier geöffnet ist, sieht man hier drüben im Outliner eben diese Sequencer-Spalte. Und das hat natürlich jetzt zur Folge, dass wenn wir den Sequencer einfach mal speichern und schließen, dass wir natürlich unsere BP Chest Child und so weiter im realen Level auch schon implementiert und hineingelegt haben und die werden dann automatisch auch loslaufen. Das heißt, das ganze Hidden-in-Game-Spiel funktioniert natürlich nicht, solange der Sequencer das Ganze nicht von vorne startet. Das heißt, wir müssen die zu Beginn erst einmal hier im realen Level, also hier im Outliner mit geschlossenem Sequencer erst einmal Hidden-in-Game machen. Das heißt, wir werden diese 4 selektieren, geben hier einfach mal ein Hidden in Game und dann sagen wir Hidden in Game, Actor Hidden in Game True und dann werden wir das Ganze mal abspeichern. Unser Sequencer schaltet das ja wieder zurück und das können wir hier jetzt gleich mal testen, indem ich dann hier einfach mal ein Play from Here mache. Dann haben wir sicherlich keine Hidden in Game oder Visible Kollision. Das heißt, ich gehe hier rein, hier kommt mein erster. Natürlich habe ich jetzt nicht abgewartet mit meinem Partikelsystem und insgesamt wird das Ganze dann auch sichtbar sein und sichtbar geschalten. Genau, und dann wird das auch ganz normal in den AI-Controller-Spielfluss übergehen. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und über ein Like und oder ein Abo würde ich mir natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.